Handwerk und Kunst in einem. Vielfältig, aber individuell. Frau Rittmeister zeigt uns, wie man aus Rohgold einzigartige Schätze zaubert. Hinter jedem Meisterwerk stecken verschiedene Arbeitsschritte, die für die Fertigstellung des Schmuckes erforderlich sind. Wir müssen viele verschiedene machen. Also du musst eigentlich immer sägen, biegen, löten, walzen, die Materialien zwischendurch ausglühen. Es wird gehämmert und geschmiedet. Manchmal kannst du ziselieren. Wir müssen die Sachen dehnen, walzen, größer oder kleiner drücken. Also von bis ist alles dabei. Goldschmieden ist zwar gestalterisch und kreativ, könnte aber auch risikoreich sein. Jedoch sind die Hände am meisten die Betroffenen. Ich achte halt schon immer darauf, dass in der Freizeit nichts an die Hände drankommt, ne? Also, dass die einfach heile bleiben. Die Arbeitsschritte sind viele. Welcher macht Frau Rittmeister am liebsten? Also, was ich unheimlich gern mag, ist Sägen, weil du die Säge manchmal wie so einen Pinsel benutzen kannst. Also, ich liebe es unheimlich, mir kleine Bilder in Bleche zu sägen. Wenn ich Anhänger arbeite, wo auf der einen Seite ein Stein drin ist, finde ich es immer schade, wenn die Rückseite so brach liegt. Und dann denke ich mir manchmal kleine Szenen aus und säge die auf die Rückseite. Die Werkstatt ist nicht nur ein Arbeitsplatz für Frau Rittmeister, sondern auch Ein zweites Zuhause. Ich verbringe hier unheimlich viel Zeit, mindestens 12 Stunden am Tag bin ich eigentlich hier. mit dem Abschluss der handwerklichen Phasen ist das Meisterwerk nun dazu bereit, das Licht der Welt zu erblicken. Hier geht Frau Rittmeister diverse Wege, um ihren Kunden die Schmuckstücke vorzustellen. Also Fotos gehören natürlich auch immer dazu, ne? Zum Teil, dass man es einfach den Kunden zeigen kann. Die Dekorationsecken, um halt einfach einen schönen Hintergrund für die Bilder zu haben, dass man vielleicht nicht immer nur aufs Handy oder aufs Tablet starrt, sondern dass man auch mal so ein Bild in der Hand hat. Das macht natürlich schon auch noch mal was her. Rohgold, Handwerk, Kunst sowie Leidenschaft waren Teile unseres außergewöhnlichen Ausflugs bei Rittmeister Gold Design.